Also im Lean spricht man vom Schmerz und der stärkste Schmerz, den wir sozusagen im Betrieb hatten, das war die Umsetzung von technischen Anlagenänderungen. Also technische Anlagenänderungen setzt man in einem Produktionsbetrieb eigentlich aus zwei Gründen um. Das eine ist das Thema Sicherheit, das andere ist das Thema Optimierung. Und zur Umsetzung benötigt man im Betrieb mehrere Schnittstellen. Wir haben es eigentlich fast nie geschafft, Anlagenänderungen in Quality und in Time umzusetzen. Und die Nachhaltigkeit von den Anlagenänderungen war auch nicht gegeben. Wir haben uns in erster Linie erhofft, unsere Arbeitsweise zu ändern, weil wir einfach festgestellt haben, so wie wir es jetzt machen, kann es einfach nicht weitergehen. Wenn wir unsere Arbeitsweise nicht ändern, dann werden wir auch nicht erfolgreich werden. Unsere Prozesse waren sehr intransparent, gerade über mehrere Schnittstellen. Wir hatten keine aktuellen Daten. Keiner wusste genau, wie jetzt der aktuelle Stand von einer möglichen Anlagenänderung ist. Wir wollten einfach auch sicherstellen, dass die Dinge, die wir tun, gerade in dem Bereich von technischen Anlagenänderungen, dass das die richtigen Dinge sind. Wir sind jetzt so ungefähr ein Jahr am Gange. Was würdest du sagen, was habt ihr erreicht? In erster Linie Transparenz. Jeder hatte früher diesen Tunnelblick und war eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt. Und durch die Transparenz, die wir jetzt geschaffen haben, haben wir einfach auch die Möglichkeiten zu schauen, mit welchen Themen beschäftigt sich die andere Schnittstelle. Drückt da gerade der Schuh? Habe ich jetzt vielleicht auch Zeit, dort zu unterstützen? Wir haben einen kontinuierlichen Austausch geschaffen, der uns einfach jetzt aktuelle Daten liefert. Wir sind, sag ich mal, tatsächlich nachhaltiger geworden. Wir haben es geschafft, ein Work-in-Progress-Limit sozusagen für uns jetzt festzusetzen. Wir machen deutlich weniger, aber deutlich professioneller. Und jetzt spezifisch mit Suviet, wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben? Wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben? Spannend, überraschend, schwierig, anstrengend, erfolgreich. Das ist halt nochmal wichtig, weil es sollen ja jetzt nicht alle sagen, es war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und es war halt mega anstrengend. Das ist noch ein wichtiger Punkt, Matthias. Es ist tatsächlich so, dass wir, sag ich mal, im April letzten Jahres gestartet sind mit den Anlagenänderungen und wir sind jetzt im Mai 2025 und haben den ganzen Betrieb sozusagen jetzt abgebildet in Business Map. Und das war mega anstrengend. Und da brauchst du wirklich Leute, die, sag ich mal, diese Winning Ways Philosophie der BASF einfach auch leben, die halt sagen, ich treibe das voran, ich will diese Änderungen. Aber was du ja auch vorher gesagt hast, trotz der Anstrengung ist es immer noch die Mühe wert und der Wert überschreitet das, was an Anstrengung da ist. Das ist der Punkt. Damit hast du es schön auf den Punkt gebracht und das erkennen wir tagtäglich einfach, was für einen Mehrwert uns das als Betrieb einfach bringt. Es gibt Rückschläge, das muss man auch sagen, das ist halt einfach so, das gehört aber auch zum Business dazu, aber ich sag mal, den Mehrwert, den wir aktuell generieren und das ist auch das, was uns antreibt, das weiter voranzutreiben und wo wir einfach auch sagen, das ist wirklich unser Weg, den wir jetzt gemeinsam gehen wollen. Ich hatte jetzt gerade erwähnt, dass wir die Blaupause für die Anlagenänderung genommen haben. Wir stülpen gerade sozusagen die Systematik und die Abwicklung über Business Map, über jegliche Prozesse im gesamten Betrieb. Und von daher kann ich es also wirklich jedem Produktionsbetrieb nahelegen und auch, wie gesagt, jedem Laborbereich. Alle haben die gleichen Probleme wie wir. Zum Schluss noch einmal, wenn du in ungefähr 30 Sekunden noch mal so zusammenfassen müsstest, was ist dieser ein oder zwei Punkte, die du gerne hättest, die dein Zuhörer auch wirklich mitnimmt? Wichtig ist, dass wir in der jetzigen Situation, und wir stehen unter extrem hohem Kostendruck, dass wir wir sind alle der Meinung, wir müssen unsere Arbeitsweise ändern, so wie es bleibt, wie es aktuell bleibt, kann es nicht bleiben. Und der Punkt einfach, sage ich mal, über die Kanban-Systematik und über das System Business Map die Arbeitsweise zu ändern, hin zum Kulturwandel, hin zu Transparenz, hinzu, und da finden sich auch die Winning Ways der BASF wieder, mach es dir zu eigen, warte nicht ab, übernimm die Verantwortung und was auch noch wichtig ist, Geschwindigkeit geht über Perfektion. Das ist also wirklich, das sind Themen, die treiben uns gerade alle und wir haben als Betrieb einfach festgestellt, dass wir uns zu 100% jetzt mit der Kanban-Systematik als auch mit dem Business Map Tool dort wiederfinden und dass wir einfach auch erfolgreicher werden.